meine lieben Freunde, ich grüße euch. Heute gibt es mal ein anderes Video. Und zwar versuche ich euch mein Buch, das neueste Buch der Reihe Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 6, der Zweite Weltkrieg. Es geht um England vorzustellen. Zunächst einmal möchte ich euch ein paar oder zwei Lesermeinungen vorlesen. Und zwar einmal schreibt Andreas B., Autor Grant legt unfassbar viele Dokumente, Belege, Nachweise, historische Dokumente vor, die seine Schlussfolgerungen belegen und beweisen und deren Wirkung sich der Leser nicht entziehen kann. Ich finde Herrn Grant und seine kompromisslose Vorgehensweise ganz große Klasse. Das schreibt Andreas B. Ansgar schreibt, endlich wird die Wahrheit geschrieben. Eine sehr gute Buchreihe, die aufzeigt, wie die Deutschen seit Kriegsende belogen werden. Endlich kommt die Wahrheit ans Licht. Ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen kann und das ich jedem empfehlen kann. In diesem Buch gibt es natürlich auch ein ausführliches Inhaltsverzeichnis über sehr, sehr viele Seiten, weil ich sehr, sehr viele Dinge bespreche, sehr, sehr viele Lügen aufdecke. Und natürlich gibt es in diesem Buch auch Abschriften von Originaldokumenten. Hier zum Beispiel die Denkschrift von General Jodl, dem Chef des Wehrmachtsführungsamtes und ersten operativen Beraters von Adolf Hitler für die Gesamtkriegsführung. Dann gibt es natürlich in diesem Buch auch das Thema Rudolf Hess. Ich gehe zum Beispiel der Frage nach, ob die Russen Rudolf Hess, die Engländer Rudolf Hess instrumentalisiert haben oder nicht. Dann gehe ich auch auf seinen mysteriösen Tod ein und zeige natürlich auch Fotos von seiner Leiche, Autopsiefotos und natürlich auch die Abschrift der Autopsie über mehrere Seiten, in der dann festgestellt worden ist, dass mit dem angeblichen Selbstmord etwas nicht stimmen kann. Also hier nochmal ganz genau ein forensischer Bericht, den ich abgedruckt habe. Natürlich gibt es auch verschiedene Tabellen in diesem Buch, zum Beispiel die Luftflotte gegen England. Es waren 2555 Flugzeuge, wie sich die zusammengesetzt haben und wer die Oberkommandierenden waren. Genauso die allgemeine Gliederung der Luftwaffe, genauso für die Engländer. Auch viele Fotos illustriert dieses Buch. Und dann gibt es, wie gesagt, Tabellen auch über die Atlantikschlacht. Dann gehe ich natürlich auch auf unsere U-Boot-Helden ein. Hier zum Beispiel Captain Leutnant Günther Brin. Auch er wird in diesem Buch erwähnt. Genauso wie der erste Flugzeugträger Deutschlands, die Graf Zeppelin. Es wäre der erste Flugzeugträger gewesen und ich beschreibe auch, warum es nicht zum Einsatz kam. Also in diesem Buch findet ihr dann auch noch alles über die Atlantikschlacht, wie schon gesagt, über den Bombenkrieg und auch über Churchills Massenmorde. Das Buch endet natürlich dann mit dem, was für mich das Wichtigste ist, Endnoten und Quellen. Hier sind alle Endnoten angegeben auf unendlich vielen Seiten und ihr könnt alles nachvollziehen, was ich sage. Dieses Buch hat jetzt zum Beispiel 1734 Quellen. Dieses Buch, Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 6, ist das neueste in der Reihe. Und wenn ihr das Buch erwerben wollt, ist der Link unten angegeben. Und sagt mir bitte auch Bescheid, ob euch solche Buchvorstellungen, wie ich es jetzt gemacht habe, ich probiere das einfach mal, ob euch das gefällt oder nicht. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.